Pop-up AI, New Next Generation Text-to-Speak App for Windows und Mac. Was ist neu? Was kann es? Was bringt es? Was leistet es? Wenn dich das interessiert, in diesem Video bleib dran und schau es dir an. So, dann mal wieder willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen. Und heute machen wir mal ein kleines Update-Video zu einer AI, einer KI Text-to-Speak, das wir vor längerer Zeit schon mal gemacht haben. Das ist ein Tool, kann man immer wirklich gut gebrauchen im täglichen Alltag, ist immer wieder mal einsetzbar oder Bedarf da. Und dann kann man das einfach wirklich schnell benutzen. Und das ist von Pop-up AI und hier haben wir einmal aufgeschaltet TTS Free AI Text-to-Speak. Ist eine App. Und die könnt ihr benutzen für PDFs, für EPUBs, für Text und mehr. Das könnt ihr euch alles in ein Voice-Audio exportieren lassen. Als Hörbuch für unterwegs, wenn ihr mit dem Bus oder mit dem Flieger unterwegs seid. Oder um euch das dann irgendwo vorlesen zu lassen oder eben regelmäßig zu lernen und zum Beispiel zu wiederholen. Also die Anwendungsgebiete sind hier wirklich sehr groß, muss man einfach wirklich so sagen. Doch was hat sich jetzt hier so gravierend geändert? Verfügbar ist das Ganze für Windows und Mac. Es gibt Mac Silicon und es gibt Mac Intel und Windows. Man kann es auch mit ein paar Umwegen unter Linux ans Laufen kriegen, ist also nicht das Thema. Doch was hat sich jetzt hier so gravierend eigentlich geändert, dass wir jetzt ein Update-Video dazu machen? Und zwar, die haben ihren Funktionsumfang um einiges erweitert. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier mal Try for Free Download gehe, kann ich das hier jetzt mal runterladen. Bis hierhin bleibt die ganze Sache ja noch recht harmlos. Geht auch recht schnell. Text öffnen. Also ich mache jetzt mit euch erst einmal quasi die Installation, dass ihr das auch seht. Installieren. Dann wieder TTS Free AI. Dauert einen kleinen Moment, aber den überstehen wir. So, das Ding ist jetzt erst einmal so weit durch. Wir können jetzt starten klicken. Gut, jetzt kommen wir zu dem Fenster. Das wird dann schon um einiges interessanter. Das seht ihr auch hier, Modellkonfiguration. Jetzt müssen wir unsere KI konfigurieren. Lassen wir uns das mal ganz kurz durch den Kopf gehen, was wir hier eigentlich haben. Qwen 3, 1,7 GB. Das ist ein Haufen Holz. Dafür ist die Qualität natürlich sehr gut. Wenn du jetzt sagen möchtest, Qwen 3 TTS, dann habe ich nur 0,6 GB. Text zu Sprache, Stimmendesign, Stimmenfeinabstimmung. Nutzung ungefähr 6 GB Speicher. Das wird ein heftiges Ding. Ich habe da auch im ersten Moment erstmal so ein bisschen rumgeknappert. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier mal runtergehe, Qwen 3 und sage 0,6, dann fehlt mir Stimmdesign. Das fliegt raus, das ist nicht mehr dabei. Dafür habe ich bloß die Hälfte vom Speicher. Also wenn wir es mal ganz freundlich eins machen, wir sagen hier ganz und nehmen hier das volle Paket. Er sagt auch hier, wo es installiert. Wir könnten jetzt hier das Installationsverzeichnis noch ändern. Und wir haben hier noch einmal Ihr Gerät unterstützt, also wie ist der Zustand meines Systems, wie weit packt mein Computer das hier überhaupt. Ihr Gerät unterstützt und funktioniert einwandfrei. Es dauert, ich würde mal sagen, 6.00 S, um eine Sekunde Audio zu generieren. Also es dauert 6 Sekunden, um eine Sekunde Audio zu generieren. Interpretiere ich jetzt mal so. Wir haben jetzt hier mal auch die Hardware-Werte, dass ihr mal so seht, was wir jetzt hier haben. Also das System, wo ich hier aufnehme, ist eine VM. Das ist ein virtuelles Windows, kein eigener Computer. Und selbst da in dieser VM läuft das wirklich ganz gut. Also zumindest wird hier nichts angemeckert und bemoselt. So, dann gehen wir mal hier hin und man drückt auf den schönen Knopf. 6,12 GB, bitteschön herunterladen. Für meinen thailändischen Sprachlerner, der immer noch in Programmierung ist, mit Betonung und sonstiges, hat 18 GB das Model für die KI. Also von daher gesehen, also 6,2 ist im KI-Bereich noch wirklich nicht viel. Allerdings, wenn du jetzt zum ersten Mal halt damit anfängst, wirst du dich an solche Größen einfach mal gewöhnen müssen. Hier werden halt einige andere Daten auf deinem Computer hinterlegt, aber du hast dafür keine Begrenzungen, also sogenannten Trockenanfragen, die du an der KI machen kannst, wenn du eine lokale KI hast.
Da kannst du 24 Stunden rund um die Uhr mit deinen Fragen reindonnern, ohne dass was kommt. Du musst dafür nichts zu bezahlen. Ist eine Sache. Der Rechner muss es allerdings können. Das ist etwas, was sich hier eben auch PopUp AI zu Gemüte führt. Die machen das jetzt genauso und das lassen sie sich halt mit einem geringfügigen Betrag bezahlen. Muss man sagen, ist ein fairer Preis, wenn man viel mit KI arbeitet und weiß, was da teilweise für Rechnungen kommen. Der weiß, was ein monatlicher kleiner fester Betrag hier an Vorteilen bieten kann. Also 6,12 GB runterladen. Und ich würde sagen, ich pausiere euch jetzt einfach. Das wird eine Zeit lang dauern. Halten wir an dieser Stelle noch ganz kurz fest. Dieses Video beinhaltet keine bezahlte Werbung. Es ist rein ein Testbericht und ein Erfahrungsbericht von Software, die ich selber verwende. Okay, wir sind jetzt in der Oberfläche von TTS Free AI und dazu muss ich jetzt erstmal sagen, wir fangen mit Project an. Das erste, was ich brauche, wenn ihr mit einem Ding arbeiten wollt, mit dieser Software, ist ein Projekt. Ich habe hier auch schon eins erstellt. Ich habe natürlich schon damit gearbeitet, aber es ist jetzt nicht der Sinn, euch in mein Testobjekt mit reinzuführen, sondern der Sinn ist einfach, dass ihr versteht, wie ein Programm auch arbeitet. Dafür brauchen wir jetzt ein Projekt. Wir legen uns also ein neues Projekt an. Dann gehen wir mal auf Desktop. Und hier müssen wir jetzt Folgendes machen. Ich werde jetzt hier unter Desktop einfach mal einen neuen Ordner anlegen und den nenne ich PopUp AI Video. Da. Ordner auswählen. Und jetzt habt ihr ein Projekt. Ich mache das Projekt jetzt nochmal zu. Ist ein bisschen eine Stolperfalle, ich habe am Anfang auch etwas blöd geschaut. Es gibt hier keinen Button, also ich vermisse sowas persönlich jetzt irgendwie von der Oberfläche hier einfach mal, dass man hier einfach einen Button hat, Projekt hinzufügen. Vermisse ich jetzt mal persönlich. Aber wie gesagt, unbefangener Test, ich will mich ja nicht festnageln, ich sage einfach nur dazu, was mir auffällt. Wie gesagt, Projekt öffnen, ein neues Verzeichnis anlegen, das auswählen und dann habt ihr das hier unten in der Liste stehen. Und hier sind jetzt auch die entsprechenden Dateien drin, die ihr verarbeiten könnt. In dem Fall ist natürlich, nachdem wir es jetzt nur angelegt haben, keine Dateien drin. Ich kann hier oben jetzt ein Dokument hinzufügen. Wählen wir mal eine Textdatei aus. Ich habe hier mal Musterunterhaltung gemacht. Das ist jetzt mal primitiv, um euch das System zu erklären. Ich kann jetzt hier die Stimme wechseln. Ich kann eine Stimme dem gesamten Projekt hinzufügen. Ich sage mal, Dieter mag jetzt vielleicht nicht unbedingt. Unter System findet ihr die ganzen Stimmen. Dieter ist also der bevorzugt. Wir haben hier Doris. Wir können aber auch natürlich hier auf männlich schalten und sagen, wir wollen den Josef, den Peter, den Otto. Otto finde ich gut. Ich nehme jetzt mal Otto. Otto Walkes-Fans wissen gerade, was ich gemeint habe, aber das ist in Ordnung. Zum Projekt hinzufügen. So, und jetzt kann ich sagen, als Standardstimme verwenden. Dann habe ich hier überall, würde ich jetzt sagen, überall nur diese Stimme verwenden. Das möchte ich jetzt aber in dem Fall nicht. Es ist ein Gesprächsprotokoll. Darum habe ich ein Gespräch erstellt, weil ganz definitiv immer klar ist, Gespräch, ein Männchen, ein Weibchen spricht. Das ist kontrastmäßig für uns jetzt einfach mal am besten. Die Überschrift, die macht uns der Otto. Dann gehe ich jetzt auf den zweiten Absatz, dann kann ich nämlich die Stimmen für jeden einzelnen Absatz festlegen. Und dann möchte ich jetzt ein Mädchen sprechen lassen. Gehen wir auf System. Da, was ist denn uns so sympathisch? Ilse, Ingrid, Karin. Karin. Muss Karin herhalten. Jetzt habe ich Otto als Geschichtenerzähler quasi, der mein Protokoll PopUp AI einspricht. Dann habe ich Karin, die was fragt, was kann PopUp AI und wie kann ich es nutzen. Und dann habe ich jetzt als dritten Absatz, ich habe jetzt nichts gegen Dieter, aber nichts Persönliches, aber noch wieder rein. Oder hier vielleicht ein bisschen was Quickigeres, das klingt hier nach Felix, das klingt so ein bisschen quickiger. Den hören wir uns jetzt mal an. Nimm dir einen Moment, um den Klängen der Natur zu lauschen. Hohe Bäume biegen sich sanft im Wind, klare Flüsse fließen durch die Berge und... Okay, wohl doch eher ein grüner. Dann gucken wir mal, der Cowboy hier, was hat denn der drauf? Nimm dir einen Moment, um den Klängen der Natur zu lauschen. Hohe Bäume biegen sich sanft im Wind, klare Flüsse fließen durch die Berge und Vögel rufen durch den stillen Wald. Das ist die Naturfreak, den nehmen wir. Ist in Ordnung.
Passt zur High-End-Technik. So, und jetzt habe ich mein Gesprächsprotokoll, das von Otto gesprochen wird. Karin fragt, was möchte ich denn haben? Und Josef antwortet, was Sache ist. Ich kann jetzt aber auch hier ein bisschen sagen, ich möchte noch ein bisschen was ändern. Ich möchte jetzt mal von Absatz hinzu haben. Zusammengestellt. Dann schreiben wir doch einfach mal, wo finden wir das Video? So, und das würde ich jetzt natürlich wieder die Karin sprechen lassen. Also wieder weiblich, System und die Karin. So, jetzt haben wir unser Protokoll mal fertig. Wir gehen dann nachher noch auf die anderen Sachen ein, wie ihr das mit PDFs und so weiter noch macht. Da kommen wir dann gleich zu. Ich möchte jetzt einfach mal das Prinzip zeigen, wie ihr hier arbeiten könnt. Weil ich das schon sehr interessant finde, wie sie es gemacht haben. Ich habe jetzt hier unten Datei generieren. Und das finde ich auch einen ganz spannenden Punkt, neu oder geändert. Das heißt, wenn ich jetzt hier in einem Absatz was ändere, kann ich mir nur diesen Absatz neu erstellen lassen und muss nicht das ganze Projekt neu erstellen lassen. Das finde ich sehr wichtig, weil wenn ich jetzt ein ganzes Projekt habe, ich habe jetzt die Synchronspur für 24 Minuten YouTube-Video, das dauert ein bisschen. Und da finde ich es wirklich gut, wenn man einfach sagen kann, hey, ich möchte jetzt einfach nur diesen Absatz hier generieren, beziehungsweise neu ungeändert abarbeiten. In dem Fall machen wir jetzt allerdings alle generieren, weil wir wollen ja unser gesamtes Gesprächsprotokoll erst einmal erstellen. Das ist jetzt mal für uns wichtig. Das schmeißen wir jetzt an. Die Verarbeitung ist jetzt abgeschlossen, die Dateien sind generiert. Und jetzt kann ich mir die auch abspielen lassen. Einen Überblick über die Funktionen und Leistungsmerkmale von Pop-up AI haben wir in diesem Video zusammengestellt. Ich hoffe, der Audioton kommt bei euch an. Ich höre ihn gut. Gesprächsprotokoll Pop-up AI. Was kann Pop-up AI und wie kann ich es nutzen? Einen Überblick über die Funktionen und Leistungsmerkmale von Pop-up AI haben wir in diesem Video zusammengestellt. Wo finden wir das Video? Also ihr seht, ist super gemacht. Stimmt klar, ihr habt eine schöne Unterhaltung, die ich verwenden kann. So, jetzt gucken wir uns mal an, was wir eigentlich bekommen haben. Ich habe hier unten auch den Ordner Audio Ordner öffnen. Benutzen wir mal, jetzt komme ich in mein Sprachprojekt rein. Da habe ich meine Musterunterhaltung.text. Ich ziehe euch das mal hier ein bisschen auseinander. Dann haben wir die Absprüche entsprechend, das ist die erste Zeile, zweite Zeile, dritter Absatz, vierter Absatz. Nicht Zeile hier oben gesagt habe, sondern Absatz, Entschuldigung. Und die kann ich jetzt hier auch einzeln ausgeben und anschauen. Was kann Pop-up AI und wie kann ich es nutzen? Da machen wir was ganz Gemeines. Wir markieren uns alle 4 Dateien und lassen uns die abspielen. Wo finden wir das Video? Gesprächsprotokoll Pop-up AI. Was kann Pop-up AI und wie kann ich es nutzen? Einen Überblick über die Funktionen und Leistungsmerkmale von Pop-up AI haben wir in diesem Video zusammengestellt. Kann man was mit anfangen? Also ich finde ich gut. Man kann jetzt natürlich auch hergehen und kann sich diese 3 Audiodateien, das sind ja einzelne Clips, jeder Absatz ist quasi jetzt ein eigener Clip. Die kann ich mir zusammenfügen lassen. Dafür kann ich Online-Tools, wie zum Beispiel, das gibt es in der audiojoiner.com, audio-joiner.com benutzen. Da kann ich die Dateien hochladen und sie zu einem einzigen MP3 dann zusammenfassen lassen. Mag jetzt der ein oder andere sagen, findet ihr blöd, dass man das extra machen muss. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist dieses Einzelzeug hier lieber, weil wie gesagt Absätze austauschbar sind oder ich kann Blöcke oder Bereiche rauslassen. Ich finde es besser zum Bearbeiten, einfacher als ein großes Audio-File einfach nachzubearbeiten. Aber ist Geschmackssache. Gut, das war jetzt mal die eine Geschichte. Wenn ihr aus eurem Projekt raus wollt und ein anderes Projekt mal öffnen wollen, was wir jetzt tun, dann jumpen wir hier mal kurz raus. Und jetzt gehen wir mal Pop-up AI, das ist eigentlich das, was ich schon erstellt habe. Da habe ich nämlich schon ein bisschen rumexperimentiert und ihr könnt hier, also wie gesagt, ihr seht das hier auch, das ist eine PDF. Dann habe ich eine README, das ist eine Markdown-Datei.
von GitHub und Testtext, da habe ich auch mal einen gemacht. Den habe ich auch noch gar nicht übersetzen lassen. Ich kann jetzt also auch hier diesen kompletten readme.md-Datei komplett anzeigen lassen und hier auch die Texte entsprechend ausgeben lassen. Habe das natürlich schon konvertiert. Ein leichtgewichtiges, webbasiertes HUD-Dashboard zur Echtzeitüberwachung einer P-Network-Node. Das Auch Design ist hier habe ich wieder meinen UD-Stil gehalten, basierend auf Tailwind CSS und bietet eine übersichtliche Matrix aller kritischen Konsens- und Systemdaten des Stellar-P-Konsensus-Protokolls SCP. Ja, unterbrich niemals eine KA, Entschuldigung. Also hier unten haben wir dann hier auch wieder unseren Audioordner öffnen und hier habe ich auch meine Audiodateien. Ich habe hier nur die Audiodateien, die ich in diesem Projekt habe. Das Projekt, was wir vorher hatten, hat einen anderen Audio-File-Ordner. Das ist, finde ich, auch sehr gut, weil hier kommst du wenigstens nicht durcheinander. Und auch, wie gesagt, hier kannst du auch die einzelnen Dateien wieder abspielen. Quorum in Konsensmatrix, Echtzeiteinsicht in die Quorum-Gruppe, ausfalltolerante Knoten, Fault-Toleranz, Peers und Verbindungsverzögerung, lag in MS. Also wirklich tricky gemacht, ist wirklich gut. Und die Sprachwiedergabe ist also 5 von der Qualität auch sehr gut. Also da kann man jetzt echt nicht meckern. Das gleiche geht natürlich jetzt auch mit PDF-Dateien. Ihr könnt Word-Dateien, ihr könnt Excel-Dateien hier reinziehen. Das ist alles kein Problem. Was ich euch gleich sagen kann, mit Apple funktioniert es nicht. Ihr könnt keine Pages-Dateien oder Numbers-Dateien hier reinziehen. Ihr müsst es vorher irgendwie in Microsoft umwandeln. Das ist hier nicht Bestandteil. Also Microsoft Office geht, Apple Office geht nicht. Ja, jetzt wird natürlich die Frage Open Office. Ich habe keine ODP-Datei im Moment. Da kann ich nicht sagen. Schauen wir uns noch kurz den Reiter Aufgaben an. Da muss ich ganz ehrlich sagen, was das jetzt genau ist, kann ich nicht sagen. Ich habe hier nie eine Datei drin gesehen, eine Verarbeitung gesehen. Und ich kann hier auch nichts machen. Das ist, was es jetzt damit auf sich hat, muss ich euch schuldig bleiben. Ich weiß es nicht. Was ich nachgelesen habe, soll, dass es hier die Aufgaben eingestellt werden, die verarbeitet werden, dass man hier quasi nachvollziehen kann, was gerade in Bearbeitung ist, wenn man mehr hat. Also ich habe es nicht geschafft, dass das benutzt wird. Tut mir leid, also da muss ich jetzt mal außen vor bleiben. Gut, dann gehen wir mal rüber. Bibliotheken. Das ist der nächste Punkt, den wir hier haben. Und hier haben wir jetzt eigentlich auch Deutsch eingestellt, sehe ich gerade. Ich sehe aber auch, dass wir hier alle möglichen anderen mit drin haben. Ja, jetzt sind wir alle auf Deutsch. Okay, gut. Dann hätte ihr noch oben die Auswahl alle, männlich, weiblich. Dann das sind die Systemstellen, die standardmäßig hinterlegt sind. Dann häufig verwendet ist der Editor. Stimmdesign habe ich rausgelöscht, machen wir auch gleich. Und dann, was wir im aktuellen Projekt denn so verwenden. Zurück zum System. So, da haben wir alle. Wir können uns jetzt auch immer die ganzen Leute mal so ein bisschen anhören. Nimm dir einen Moment, um den Klängen der Natur zu lauschen. Hohe Bäume wiegen sich sanft im Wind. Nimm dir einen Moment, um den Klängen der Natur zu lauschen. Hohe Bäume wiegen sich sanft. Also du siehst, nach dem Bild kann man hier nur wirklich nicht gehen. Nimm dir einen Moment, um den Klängen der Natur zu lauschen. Die würde ich jetzt zum Beispiel unwahrscheinlich als liebevoll, sanft irgendwie einstufen, so als Comicfigur, so mehr so Rapunzel. Nimm dir einen Moment, um den Klängen der Natur zu lauschen. Hohe Bäume wiegen sich sanft im Wind, klare Flüsse. Klingt nicht wie Rapunzel, okay, ist egal. Was haben denn die Jungs so drauf, unser Cowboy? Nimm dir einen Moment, um den Klängen der Natur zu lauschen. Hohe Bäume wiegen sich sanft im Wind, klare Flüsse fließen durch die Berge und Vögel rufen durch den... Also das sind so die Standardstimmen hier, da habt ihr alle Stimmen erst einmal drin, die vorgegeben sind. Und wir könnten jetzt natürlich auch hier oben suchen, dann würde uns das eingrenzen. Und das ist eigentlich alles, was sich jetzt hier hinter den Stimmen verbirgt. Dann kann ich hier noch eine Favoritenstelle setzen. Wir haben jetzt hier gesehen, wenn ich die Projektstimme auswähle, ist bloß der Otto da. Wobei ich sagen muss, den Otto habe ich jetzt hier im Projekt gar nicht drin, weil ich die selbst erstellte Stimme rausgelöscht habe. Darum fehlt die hier. Ich habe also Karin und Josef, also ist auch nicht so ganz korrekt. Und ein paar Kleinigkeiten gibt es noch. Aber okay, sei es drum.
Schreiten wir weiter zu Design. Jetzt wird es nämlich richtig interessant. Ich möchte jetzt eine richtig schöne Stimme haben. Ich habe mal so vorgestellt, eine rauchige Stimme, Radiosprecherin. Und da gibt es auch wirklich was dazu. Die habe ich nämlich gefunden. Und die finde ich total toll. Das ist Vane Magentische Diva. Die ist aber auch so definiert. Da steht ja auch drin, Radiostimme, tief, mit abfallenden Inturationen, gelassener Sprechtempo, präzise Kontrolle der Rhythmen. Das müssen wir uns jetzt mal reinziehen. Es ist jetzt hier unter Stimmendesign und dann kann ich natürlich jetzt hier sagen, welche Stimme ich auswählen will für die Sprache. Deutsch, Portugies, Espanol, ne? Da könnte man sich das dann mal rausmachen. Könnt auch die Stimme dann für mehrere Sprachen erstellen. Und danach können wir sie noch fein abstimmen. Ne? Aber dafür müssen wir sie erst erstellen. Wie gesagt, Stimme erstellen, du beschreibst das ja, was du haben willst. Ne? Also du siehst ja, das ist quasi ein ganz normales KI-Prompt, was du auch im Chat-Modus eingeben würdest. Und du könntest jetzt hier zum Beispiel noch erweitern. Was machen wir denn? Also, freche Einlagen. Ja, also ein paar freche Sprüche reißen oder sowas. Könnte man jetzt dazu schreiben. Etwas frech. Lass ich drin. Machen wir frech dazu. So, und dann würde ich jetzt sagen, hier Stimme generieren. Dann müsste das gleich anlaufen. Gut, die Generierung ist jetzt abgeschlossen. Wir haben also Voice A, B und C. Und jetzt geben wir hier oben noch eine Stimme ein. Das ist unsere nehmen wir sie Radiomoderatorin. Speichern das Ganze ab. So, dann genau zur Bibliothek rüberhüpfen. Stimmdesign und hier ist unsere Radiomotoren. Die hören wir uns jetzt erst einmal an. Hallo, willkommen bei unserem Text-to-Speech-Service. Ich bin heute Ihre Stimme und lese Ihre Worte auf klare und natürliche Weise. Tippen Sie einfach etwas ein und lassen Sie Ihre Ideen lebendig werden. Das ist ja schon fast ganz schön zu frech. Ich muss noch schon bald ein Schild draufkleben auf 18. Begeistert mich die Stimme, finde ich gut. Aber ihr seht, im Vergleich zu dem, was wir hier in der Bibliothek haben, als allgemeine Stimmen, sind wir hier mit dieser Stimme wirklich top. Also diese Stimmen sind ja alle so einfach, so standardmäßig. Da ist eigentlich nicht so ein freches Kind oder sowas, ist jetzt da eigentlich so nicht richtig dabei. Die habe ich hier unter Stimmendesign und ich finde die Sprache jetzt, die Ausgabe war jetzt echt gut. Jetzt gehe ich mal hier rüber und ich hatte hier schon mal einen anderen zugewiesen. Der ist jetzt, weil ich das rausgelöscht hatte, natürlich weg. Weise den nochmal neu zu. Dann habe ich die Radiomotoren. Ja gut, der hätte jetzt noch ein Foto einfügen können und wäre natürlich noch ganz zackig gewesen. Gehen wir weiter und schauen uns das Klonen von Stimme an. Das ist dann unsere letzte Attacke hier eigentlich so. Stimmenidentitätsverifizierung. Jetzt bitte keinen Schock kriegen, das hat nichts mit KYC zu tun, du brauchst keinen Passscan, du musst kein Selfie machen. Du musst nur mit einem PIN-Code bestätigen, dass diese Stimme dir gehört. In den geklonten Stimmen braucht ihr Tempo und ihre Emotionen kopiert. Emotionen, das bin ich ja gespannt. Lesen Sie die zugänglich geräteten Satz laut vor. Wir überprüfen, ob die richtigen Wörter gesprochen haben. Ihre Aufnahme wird zum Stimmquellencode. Egal. Stimmenklonquelle. Ihre Aufnahme wird zur Stimmenklonquelle hinzugefügt. Mann, oh Mann. durch Fortfahren bestätige ich, dass es meine eigene Stimme ist und das Ganze geht hier weiter. So, machen wir jetzt auch einfach mal. Den Quellencode schneide ich jetzt erstmal, kopiere ich mal erstmal hier raus. In der Dämmerung gehen die Laternen eine nach der anderen an und verwandeln die Stadt in eine Märchenwelt. Aufnahme starten. In der Dämmerung gehen die Laternen eine nach der anderen an und verwandeln die Stadt in eine Märchenwelt. Aufnahme stoppen. So, das müssen wir jetzt kurz durchlaufen lassen. So, gut. Dagegen kann ich jetzt nichts machen. Bei mir ist die Verifizierung fehlgeschlagen. Das klappt bei mir auch nicht. Ich hatte sie einmal drin, habe sie aber dann rausgelöscht, um sie euch eben zu zeigen, was sie anlegt. Und seitdem kriege ich sie leider nicht mehr rein. Das hat allerdings jetzt mehr mit meiner IT-Konfiguration zu tun, weil ich hier Mac mit M-Prozessor, also eine ARM-Kiste.
Und ja, das ARM Windows, was man dafür braucht, das ist da wohl irgendwie nicht so ganz happy. Wäre es wohl sicher gewesen, ich hätte es mir eventuell die Mac-Version runtergeladen, hätte es auf Mac aufgespielt, aber wenn ich alle Software, die ich in die Finger kriege und mit der ich mich rumspiele, auf dem Mac installiere, dann würde ich den auch ziemlich schnell zerstören. Von daher gesehen, nein, machen wir das nicht. Gut, ich spiele mal die Aufnahme vor. In der Dämmerung gehen die Laternen eine nach der anderen an und verwandeln die Stadt in eine Märchenwelt. Gut, also damit hat er Schwierigkeiten, das kriegt er bei mir nicht durch. Es würde dann aber weitergehen, wie jetzt bei Design, wie wir das bei Design gesehen haben. Würdest du einfach weitergehen, Stimmenname vergeben und das Ganze dann speichern. Also auf den Clou hier müssen wir leider verzichten, weil es wie gesagt meine IT-Konfiguration nicht hergeht. Ich hatte es aber schon gesehen, es hat schon funktioniert, habe es jetzt allerdings nach dem 10. Versuch nicht hingekriegt und dann lassen wir den letzten Teil einfach weg. So, kommen wir noch zum letzten Abschnitt der ganzen Aktionen und zwar zur Homepage. Die Homepage kriegt ihr auch übrigens in Deutsch. Das ist wie bei vielen Homepages in letzter Zeit immer irgendwie unten angesiedelt. Da kann man das dann umstellen auf Deutsch. Weil die Software, habt ihr ja gesehen, ist ja auch auf Deutsch. Ich finde sowas immer praktischer, wenn man das oben hat, aber okay, gut. Kostenlos ausprobieren ist unser Link, hast du ja auch nochmal. Dann die Preise anzeigen, hast du auch hier und hier. Das ist immer quasi ein bisschen doppelt gemoppelt. Der Button will nicht. Okay, nehmen wir den da oben. Wir sind ja flexibel. Und da haben wir jetzt mal so das Pricing, also pro Monat, pro Jahr oder auf Lebensdauer kaufen 2,99. Ich sage mal, wenn man ein Programm lange benutzt, 2,99, ja, ist schon ein brauchbarer Preis, muss man leider sagen. Allerdings, das Programm ist auch sehr gut und wenn man es, wie gesagt, wirklich benutzt und es auch auf lange Zeit dann auch verwendet, rentiert sich das, weil man das nur einmal bezahlt und dann muss man keine monatliche oder jährlichen Abos wie hier machen. Ne? Also beim Jahresabo zahlst du schon bloß noch 12,42 pro Monat. Und wenn du es einfach nur kurze Zeit brauchst, dann nimmst du einfach das Monatsabo, wenn du es mal für 1 oder 2 Monate brauchst, 19,95 und dann kannst du da wieder aussteigen. Das soll es für dieses Video eigentlich auch gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen und geholfen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Dann betreibe ich natürlich diese ganze Videogeschichte und Homepage-Artikel in meiner privaten Freizeit als mein Hobby. Und wenn du es gut findest, was ich hier tue, dann würde ich mich über eine Unterstützung sehr freuen. Spendenlinks für diesen Kanal findest du unten in der Videobeschreibung und auch auf der Homepage. Solltest du dennoch irgendwelche Probleme haben, die du nicht selber beheben kannst, mit deinem Notebook, mit deinem MacBook, mit deinem Server, mit deinem Einzelplatz, mit deinem macOS, mit deinem Windows oder mit deinem Linux, dann kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden. Das ist ein weltweiter remoter Dienstleister. Erste Stunde ist immer gratis Beratung, also 1 Stunde Beratung ist gratis generell. Da werdet dir geholfen, ohne Vertragsbindung, Auftrag gegen Rechnung, ohne Abo und sonstigen Verpflichtungen. Link dazu auch unten in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, gehabt's euch wohl und bis zum nächsten Video.